heute endlich das finale Feedback von mir zur A6700. Ich habe ja schon einige Videos gemacht. Zum Beispiel habe ich euch die Kamera komplett vorgestellt. Ich habe euch gesagt, was die Kamera kann und was ich von ihr halte und was die Nachteile sind. Und in diesem Video geht es endlich um mein originales Feedback. Wie hat die Kamera bei Video abgeschnitten? Wie hat sie bei Fotografieren abgeschnitten? Wie ist die Bildqualität? Wie ist der Dynamikumfang? Wie ist das Rauschen? Wie ist die Autofokus-Teststrecke abgelaufen? Hat sie sich gut oder schlecht geschlagen? All das erfahrt ihr in diesem Video. Aber bevor wir loslegen, wollte ich euch mal bitten, hier den Newsletter zu abonnieren, denn wir machen uns immer richtig Mühe, einmal im Monat einen schönen Newsletter rauszuschmeißen und da erfahrt ihr natürlich auch immer Geheimnisse, die ihr vielleicht auf YouTube nicht erfahrt und alles nebenbei, an was ich arbeite, ist da meistens auch schon beschrieben. Ich habe mir mein Smartphone mit hergenommen, weil ich habe mir viele Stichpunkte zu den Aufnahmen, zu dem Footage gemacht, was ich eben jetzt immer wieder einblende. Und es wird noch ein weiteres komplettes Einsteiger-Guide-Video zu dieser Kamera geben. Das könnt ihr natürlich aber auch verwenden, wenn ihr jetzt eine neue A7R5 habt, also alle Kameras mit neuem Menü, bis auf ein paar Knöpfe sind die ja eigentlich soweit gleich und ein komplettes Einsteiger-Tutorial mit dieser Kamera, wo ich alle Funktionen zeige und wie ich die Knöpfe belege und was ich darauf belege und alle Tipps und Tricks erfahrt ihr in dem kommenden Video. Das ist schon fertig und geht dann auch demnächst noch online. Außerdem habe ich euch versprochen, nur mit dieser APS-C-Kamera unsere nächste Namibia-Südtour zu machen. Die ist jetzt tatsächlich, wenn ihr das Video schon schaut, schon fast sind wir unterwegs und ich bin schon sehr gespannt und ich nehme diesmal nur diese Kamera mit und auch darüber will ich noch ein finales Video machen, was mit dieser Kamera möglich war und wie die Bilder ausfallen. Und damit bin ich der Foto-YouTuber auf YouTube, der wirklich die A6700 von A bis Z hoffentlich durchgetestet und vorgestellt hat. Also, wir wollen heute wissen, was kann der 26 Megapixel erstmalig rückwärtig belichtete APS-C-Sensor, der natürlich im Body hier stabilisiert ist. Wie gut hat sich die Akku-Performance geschlagen? Hier der große FZ100-Akku. Was hat 4K 120p gemacht, war das gut, war das schlecht? Wie ist die Motiverkennung? Wir haben ja jetzt hier an Bord die Motiverkennung der A7R5, die neue KI sozusagen von Sony. Wir haben den 8-fach schnelleren Prozessor, der hier Motive intelligenter und schneller erkennt. Und ich spicke hier mal, wir haben 40% bessere Tiererkennung laut Sony. Ja? Also das heißt, wenn ihr ein Eichhörnchen mit der A6600, also es geht immer um die A6600, auch den Vorgänger hier fotografiert habt, dann haben wir jetzt hier einfach eine bessere Bandbreite an Tieren. Es werden Käfer, Frösche, Schmetterlinge erkannt. Das gab es ja vorher alles nicht. Ja, vorher haben wir nur Hunde- und Katzenartige bei Tieren erkannt, bei der A6600. Und das hat sich jetzt eben um 40% verbessert. Zudem haben wir natürlich auch 759 Phasendetektionspunkte, die 93% des Sensors mit Autofokus abdecken. Und all das ist eben jetzt hier an Bord. Und in diesem Video erfahrt ihr, und jetzt kommt das Intro, was die Kamera geleistet hat. Viel Spaß! Ich habe die Kamera wirklich 3 Wochen jetzt intensiv getestet. Ich habe damit viel fotografiert, viel gefilmt. Ich habe sie viel in der Hand gehabt. Ich habe sie mit riesigen Objektiven, sogar mit meinem 600 f4 verwendet. Ich habe sie mit sehr kleinen Objektiven verwendet. Und das ist natürlich eine der Hauptstärke hier dieser A6700 von Sony, die Kompaktheit. Ja. Viele schreiben mir, oh, der Sucher, der ist viel zu schlecht, ja, und ich gehe lieber zu Fuji. Da muss ich sagen, ja, das ist absolut richtig. Wenn du einen großen, tollen Sucher brauchst im APS-C-Sektor, dann ist die Kamera wahrscheinlich das falsche Konzept für dich. Sony fährt hier halt einfach die Schiene, also diese Marktnische will Sony abdecken, dass sie sagen, wir bauen nicht einfach nur eine APS-C wie Fuji, sondern wir machen was ganz anderes. Wir machen sie am kompaktesten. Ja? Also wir sprechen hier über die kompakteste APS-C-Kamera und man muss sagen, auch über die beste APS-C-Kamera bei Sony. Ja? Da kann man natürlich streiten, ob es bei Fuji ein paar bessere gibt, wie zum Beispiel die H2S, aber die kostet halt dann auch 1000 € mehr und da muss man natürlich auch mal ein bisschen abwägen, was man braucht. Reden wir mal zuerst über das Handling. Das Handling hat mir ausgesprochen gut gefallen und auch hier muss ich sagen, hat mir am besten gefallen von allen APS-C-Kameras von Sony, die ich jemals in der Hand gehabt habe. Wir haben natürlich jetzt hier einen schönen großen Griff. Das Gehäuse ist dicker geworden, einfach deswegen, weil diese Abwärme von dem 4K 120p, was diese Kamera im Filmen leistet, die muss ja irgendwo hin. Dementsprechend wird das Gehäuse auch noch mal einen Tacken dicker gebaut. Es werden mehr Kühlelemente verbaut und der große Akku ist natürlich nach wie vor drin, so wie bei der A6600 auch. Und das führt einfach dazu, dass wir sie jetzt noch besser greifen können. Natürlich verliert sie damit auch so ein bisschen an Kompaktheit hier bei der Dicke. Oh,
Da kommen 3 fette Schwäne auf mich zugeschwommen mit Jungtieren. Da müssen wir mal gucken, ob die friedlich bleiben. Und zum Handling gehört natürlich auch hier jetzt das vordere Blendenrädchen, das mit an Bord ist. Das heißt, wir können die ISO, die Belichtungszeit und die Blende endlich auf 3 Räder verteilen, so wie ich das ja auch im Vollformatbereich verwende. Und das Display ist jetzt eben klappbar ausgeführt. All das habe ich ja euch in dem allgemeinen Vorstellungsvideo schon gesagt. Ich habe Angst. Schwenk mal rüber. Ihr bleibt locker, oder? Hallo Schwan. Kein Stress. Zum Handling gehört natürlich auch, dass wir jetzt einen sauber getrennten Foto- und Videomodus haben. Das heißt, wir haben halt die doppelt belegbaren Tasten, weil wir es halt jetzt einfach getrennt belegen können. Ja, wir können alles programmieren, was ihr euch vorstellen könnt. Wir können auch so Kleinigkeiten wie die Monitorhelligkeit, die wir einfach schnell umschalten müssen, wenn wir draußen sind in der Sonne oder drinnen im Schatten plötzlich. Die können wir einfach halt auf den Knopf programmieren. Auch das kann ja nicht jede Kamera. Das finde ich bei Sony immer ganz toll. Viele Funktionen lassen sich auf alle Knöpfe belegen. Und hier jetzt die doppelte Anzahl, weil wir halt Foto und Video getrennt haben. Endlich haben wir auch ein 3:2 Display. Formfaktor Display ist jetzt ein 3:2 Display. Das heißt, wir sehen endlich das Foto schön groß, weil da fotografieren wir ja in 3:2. Und vorher waren in den schmalen APS-C-Kameras immer nur ein 16:9 Display verbaut, was natürlich fürs Fotografieren total bescheuert ist, weil dann haben wir links und rechts einen schwarzen Balken. Übrigens noch ein kleiner Tipp, ihr müsst eine Kamera nicht immer gleich kaufen. Ihr könnt bei Mietern Objektiv zum Beispiel die Kameras auch einfach ausleihen. Die haben nicht nur Objektive, sondern auch eben Kameras. Unten in der Beschreibung findet ihr auch einen 10% Rabattcode, wenn ihr euch einfach mal eine Kamera ausleihen möchtet, tageweise oder nur für einen Urlaub und nicht gleich 1.700 € ausgeben wollt. Okay, kommen wir zur Videoleistung der Sony a6700. Ich habe gefilmt mit 4K 60 und habe da euch einen kleinen Überhitzungstest gemacht. Euch interessiert dann natürlich, wie lang kann ich mit 4K 60 filmen. 4K 60 verwende ich ja nur für eine kurze Zeitlupe, habe ich schon oft erklärt. 4K 120p, was die Kamera auch noch kann, verwende ich noch kürzer, weil mal 4, das spielt man meistens in einer 25%igen Zeitlupe aus. Dementsprechend, wenn ich jetzt 1 Minute 4K 120 filme, hätte ich 4 Minuten Videomaterial in Zeitlupe. Wer will sich das anschauen? Also diese hohen Framerates nehme ich immer nur für Zeitlupe, immer nur szenisch und kurz. Und wir müssen hier konstatieren, dass in diesem extrem kleinen Gehäuse die Hitze natürlich nicht so gut weg kann wie in einem großen, mit einem großen Kühlableiter oder einem aktiv gekühlten Gehäuse. Dementsprechend haben wir hier bei 4K 60 habe ich 18 Minuten am Stück filmen können. Wer mir auf Instagram folgt, hat das in einem Reel schon gesehen. 4K 60, 18 Minuten, 4K 120, sorry, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert, weil ich das so weit weg finde von dem, was die meisten machen. Wer natürlich Bühnenveranstaltungen, Ballett oder Artisten filmt, die irgendwelche Saltos machen und der muss jetzt 1 Stunde durchfilmen, weil er nicht weiß, wann das Salto kommt, für den ist einfach die Kamera verkehrt. Ja? Der soll sich am besten dann die FX30 kaufen. Die hat denselben Sensor, 26 Megapixel und hat ein aktiv gekühltes Gehäuse. Dann auch 4K 120p und die Diskussion verstehe ich dann immer gar nicht. Jemand, der solche Anforderungen hat, der kauft sich natürlich keine Fotokamera, die auch ein bisschen Video kann, sondern der kauft sich schwerpunktmäßig halt eine, die die Stärken auch bei Video hat. Aber für alle anderen ist das natürlich wahnsinnig. Ja? Wir können jetzt auch im Hobbybereich 4K 120p Zeitlupen machen. Ja? Ich habe ganz viel damit gefilmt und ich bin auch mal auf die Kamera zugerannt mit verschiedenen Objektiven. Hier habe ich das 200-600 drauf. Da habe ich natürlich bei 200 mm erstmal den APS-C Crop. Da sind wir schon auf 300 mm. Und dann kommt aber noch der 4K 120p Crop. Dementsprechend nah ist das gewesen. Und ihr seht, die Kamera macht einen erstaunlich guten Job, einen erstaunlich guten Autofokus. Selbst hier zwischen den Weinreben mit dem Sigma, das ja eigentlich kein natives Sony-Objektiv ist, war ich relativ überrascht, wie gut der Autofokus doch hinterhergekommen ist. Also hier gibt es natürlich Abstriche. Wer ein natives Sony-Objektiv verwendet, hat natürlich immer noch mal so einen Tacken mehr bei Fotografieren, Autofokus, aber auch im Videosegment AF. Zudem muss ich dazu sagen, Sony ist die einzige APS-C-Kamera, die 4K 120p kann. Und jetzt sagt ihr, hey, halt stopp, das ist eine Falschinformation. Also übrigens Stand heute im August 2023, muss ich dazu sagen. Ihr sagt jetzt, das ist ja falsch, weil die Fuji H2S kann ja auch 4K 120p. Richtig, aber die macht das ohne Ton. Diese hier kann tatsächlich Ton aufnehmen bei 4K 120p und das finde ich sehr cool.
Euch langweilt der Hintergrund? Gut, dann setzen wir uns nochmal um, dann seht ihr was anderes und wir machen weiter mit den Makro-Skills. Denn die Kamera hat Fokus Stacking an Bord und Insektenerkennung und deswegen muss ich auch ein Wort zur Makrofotografie verlieren. Das Gute ist, zu Focus Stacking muss ich gar nicht mehr viel sagen, denn ich habe schon ein großes Focus Stacking Video mit der A6700 veröffentlicht und wenn du das noch nicht gesehen hast, dann schau bitte mal im Abspann dieses Videos. Ganz am Ende werden die Abspannkarten eingeblendet. Da habe ich beide Videos nochmal verlinkt. Einmal eben die große Vorstellung, wo ich alle Specs aufzähle, was die Kamera neu hat und eben ein großes Focus Stacking Video, alles das im Abspann. Aber reden wir noch ein bisschen über normale Makrofotografie, jetzt mal ohne den Blick auf Stacking, sondern es geht auch gerade darum, was kann denn die neue Insektenmotiverkennung. Und wie wir das natürlich, das ist keine Überraschung, bei der A7R5 schon ausgiebig getestet und gezeigt haben hier auf diesem Kanal, ist die A6700 die kleine Schwester davon. Also wir haben eine tolle Motiverkennung. Der Schmetterling wird nicht nur irgendwie erfasst, sondern die Kamera bemüht sich, nachdem sie ihn erfasst hat, auch noch am Kopf einzufassen. Denn was nützt uns bei wenig Schärfentiefe der äußere Flügel, wenn es eben wichtig ist, was ist in der Mitte? Nämlich wir wollen die Raupe, wir wollen die Mitte des Schmetterlings haben. Ja, dementsprechend ganz toll, diese Motiverkennung versucht den Schmetterling zu finden. Das klappt aber natürlich nicht immer. Ja, je nachdem, wo die Kamera hingepumpt hat und alles im Bokeh aufgelöst ist, dann pumpt sie gerade mit dem Sigma, muss ich sagen, das Sony ist nativ schon mal so ein bisschen knackiger noch mit dem Fokus beim Makrofotografieren und das Sigma, das pumpt manchmal so ein bisschen lang hin und her. Dafür ist das Sigma so ein Hauch schärfer und hat halt noch ein paar Millimeter mehr Brennweite, sodass wir noch ein bisschen weiter wegbleiben können. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ich fotografiere eigentlich hauptsächlich mit dem Sigma, aber trotzdem mit dem Fokus ist es da immer so ein bisschen, naja, ihr seht ja hier die eingeblendeten Aufnahmen. Das bedeutet nicht immer, wenn ihr das Kästchen auf dem Insekt habt, dass das später auch ein scharfes Bild ist. Manchmal ist der Fokus einfach einen halben Millimeter davor oder dahinter und dann ist das Auge vom Schmetterling natürlich schon unscharf. Da empfehle ich euch immer, macht einfach ein bisschen Serienfeuer, ja, macht eure 10, 11 Bilder und sortiert die später aus und nehmt das Schärfste davon. Das sind natürlich so extreme Fokussituationen. Aber mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht, hier genau mit dieser Ausstattung, mit dem Tele einfach mal durch den Garten zu spazieren. Wir brauchen gar kein Makroobjektiv, ja, weil Schmetterlinge sind so groß, da könnt ihr mit dem Tele auch wunderbar fotografieren. Gerade das neue 70-200 von Sony hat ja auch eine super Makro-Naheinsteckgrenze oder das 70-200 f2.8, aber auch die Tamron-Objektive, die haben ja alle eine ganz tolle Naheinsteckgrenze. Und da ist es natürlich super, dass wir da auch, ich glaube, das 60-600 von Sigma war ja auch makromäßig ziemlich cool. Und da lauft ihr einfach durch den Garten, da hinten fliegt ein Schmetterling, da zoomt ihr ran und die Bilder, ey, schaut euch die an, die sind doch super scharf. Und das hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, weil wir müssen nicht mehr zwingend für Makrofotografie, Makroobjektiv und wir müssen jetzt da auf die Knie und krabbeln auf dem Boden rum oder so, sondern man läuft halt so, man spaziert durch den Garten, sieht einen Schmetterling, wumms, zielt dahin, die Kamera sagt, hey, das ist ein Schmetterling, der Fokus ist on point, wir sind im AFC, er wird kontinuierlich getrackt. Und das funktioniert relativ gut. Natürlich nicht durchweg in allen Situationen. Und hier lässt uns natürlich Sony so ein bisschen drauf warten und erahnen, was möglich wäre, wenn Sony eine Kamera demnächst hoffentlich herausbringt mit einem Stacked-Sensor und diese KI-Erkennung von Motiven dann eben in einem Stacked-Sensor landet. Das ist natürlich dann wahrscheinlich noch mal mehr on point. Aber hier auf jeden Fall gleiches Resultat wie bei der A7R5, ganz toll. Was ich jetzt auch viel gemacht habe, ist Insekten im Flug. Ja, ich habe euch zum Beispiel hier diese klasse Hornisse, die habe ich euch ja mal mit einem schönen Video gezeigt, wie das geht. Das Video kann ich euch am Ende mal verlinken. Aber jetzt mit der Insektenerkennung, was Sony jetzt endlich auch ins APS-C-Modell bringt, muss man sagen, andere machen das schon lange, ist es natürlich toll, weil dann könnt ihr auch mal ein bisschen feuern, bevor die Holzbiene in dem Fall hier auf der Blüte landet. Und da muss ich sagen, da sind schon ganz coole Bilder dabei entstanden. Aber da, wie gesagt, mit Stacked-Sensor wäre die wahrscheinlich noch mal ein bisschen raffinierter und schneller on point. Aber die Bilder
seid ehrlich, die sind doch schon sehr cool. Also da habe ich ja nicht lange dafür gebraucht. Das ist einfach nur so am Wegesrand und gib ihm und das sind doch tolle Fotos geworden. Also nicht alle sind on point und scharf, aber ein paar sind gut geworden und das finde ich auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, die auch ausbaufähig ist von meiner Seite. Also das muss ich mal öfter machen, dass ich versuche, Insekten im Flug zu tracken mit der Insektenerkennung. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Okay, kommen wir mal zur Fokusgeschwindigkeit allgemein. Stichwort Vogel im Flug, Autofokus-Teststrecke. Zuerst aber mal die Motiverkennung. Die ist auf dem Niveau der Sony A7R5. Alles, was ihr dort schon kennt von Motiverkennung, hat hier auch sehr gut funktioniert. Ich habe alles Mögliche damit fotografiert. Hier seht ihr zum Beispiel ein lustiges Eichhörnchen. Das habe ich morgens mal erwischt. Das war so ulkig, weil das Eichhörnchen war sehr scheu und immer wenn es mich gesehen hat und bemerkt hat, dass ich zu ihm raufschaue, dann hat es immer die kleinen Händchen so, also die Pfoten vor den Kopf gehalten, so nach dem Motto, wenn ich so mache, sieht er mich nicht mehr. Und da ist zum Beispiel dieses coole Bild entstanden. Und diese Bilder sind auch mit einer höheren ISO, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber diese Motive werden halt sehr gut erkannt. Natürlich klappt das nicht durchgehend immer, wenn irgendwie der Fokus nicht sitzt oder das Tier sich noch nicht bewegt hat, dann hat die Kamera manchmal auch noch nicht verstanden, dass es ein Tier ist. Das ist aber im normalen Bereich und das ist in dem Bereich, wie ich es auch von Canon R7, Canon R5 auch empfinde und kenne, auch von Fuji. Da gibt es jetzt von den Herstellern auch keine Riesenunterschiede. Das ist schon auf einem sehr guten Level, funktioniert aber jetzt nicht immer zu 100%. Ja. Kommen wir zur Autofokus-Teststrecke. Auf sowas wartet ihr ja immer, ich kenne euch. Da habe ich die Kamera im Einsatz gehabt und sie macht hier ihre 11 Bilder pro Sekunde im mechanischen Verschluss. Das ist in der Preisklasse für APS-C schon echt okay. Ja, also das ist mir lieber als 8 Bilder im mechanischen und 20 im elektronischen, weil beim elektronischen haben wir halt auch gerade bei Tieren immer so einen gemeinen Rolling Shutter drin. Das heißt, wenn ich 20 Bilder feuere, dann merkt man, wie das Gesicht vom Löwen dann so ein bisschen wobbelt und weich wird, weil der Sensor halt eben zeilenmäßig ausgelesen wird im elektronischen Verschluss. Und das ist mir schon wichtig, dass die Kamera 11 Bilder im mechanischen macht. Und auf welchem Niveau ist die Kamera? Wie zu erwarten war, auf dem Niveau der Sony A7R5, die sich auch bei Vogel im Flug auf der AF-Teststrecke richtig gut geschlagen hat. Ja? Natürlich nicht so gut wie die A9, wie die A1, die mit einem Stacked-Sensor natürlich absolut rasant den Fokus nachtracken mit bis zu 120 AF-Berechnungen pro Sekunde. Da kommt eine Kamera ohne Stacked-Sensor niemals ran. Aber ich war damals schon erstaunt, dass die A7R5 viel besser war als die Sony A7 IV, obwohl sie beide nur einen rückwärtig belichtigten Sensor haben. Und das liegt an dem 8-fach schnelleren Prozessor, der eben nicht nur intelligenter Motive erkennt, sondern auch intelligenter den Fokusrahmen nachtrackt. Und da holen wir jetzt, denke ich, so das Maximum raus von einem rückwärtig belichteten Sensor. Und das war schon bei der A7R5 sehr gut und exakt gleich hat hier die A6700 abgeschnitten. Also etwas besser als die A7 IV. Ja, die macht von 10 Bildern in der Sekunde sind halt so 5 oder 4 scharf. Vogel im Flug, extreme Situation natürlich. Und hier würde ich sagen so eher Richtung 60%. Und das ist schon richtig, richtig gut für eine Kamera ohne Stacked Sensor. A9 und A1 machen fast 90%, 95% scharf in dieser Situation. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Okay, ihr habt schon viele Fotos gesehen und könnt euch schon einen Eindruck machen von der Bildqualität. Aber reden wir trotzdem noch mal über die Bildqualität, explizit über meine Erfahrung, weil das ja der erste rückwärtig belichtete Sensor ist. Und wir reden über Dynamik und Rauschen. Also Dynamikumfang ist natürlich niemals, ein APS-C-Sensor kann nicht den gleichen Dynamikumfang haben wie eine Vollformatkamera. Das sollte ja jedem soweit klar sein. Aber trotzdem merkt man schon, dass das bei diesen Kameras immer wieder erstaunlich gut ist. Ja, also zum Beispiel hier, wenn wir dieses Bild 5 Stufen heller machen, sodass wir was vom Vordergrund sehen, dann können wir halt immer noch über den Lichterregler hier in RAW komplett die Lichter wieder zurückholen. Und ich hätte immer noch Spielraum. Also der Dynamikumfang ist auch im APS-C-Bereich wirklich gigantisch, muss ich echt sagen, was da heute möglich ist, was wir alles aus den Sensoren in den Lichtern und in den Tiefen rausholen können, ist schon sehr beeindruckend. Okay, reden wir über das Rauschen. Das Rauschen, würde ich sagen, ist sogar ein bisschen körniger, als es bei der A6600 der Fall ist. Das könnte daran liegen, dass wir ein paar Pixel mehr auf dem Sensor haben. Aber ich denke, das liegt auch am neuen Sensordesign. Das ist einfach ein anderes Sensordesign, über was wir heute reden. Und das, ihr seht gleich, das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Bis
ISO 6400 würde ich sagen, könnt ihr die Kamera sowieso problemlos verwenden. Aber meine Erfahrung ist halt auch, da setzt jeder seine andere Grenze. Ich rate ja immer dazu, bohrt die ISO auf, setzt euer ISO Max hoch, habe ich ja im letzten Video auch gesagt, weil wir einfach zu Hause immer noch wegschmeißen können. Ja? Und ich würde sagen, meine Schmerzgrenze, die liegt hier durchaus bei 25.600 wieder. Ja? Ich sage jetzt aber mal, für den großen Durchschnitt da draußen könnt ihr bis 6.400 problemlos gehen und bis 12.800 würde ich sagen, mit Entrauschen in einer Software ist das überhaupt kein Problem. Ich kann einfach hier nicht mehr Überzeugungsarbeit leisten, als euch immer wieder Bilder einzublenden. Hier zum Beispiel ISO 16000, ja, und fragt euch einfach selber, ob das ein schlechtes Bild ist. Ich kann euch hier mal das Original zeigen und hier zeige ich dir mal das Bild, wie es dann anschließend in Lightroom entrauscht ist, mit der intelligenten Entrauschfunktion. Also hier haben wir das nächste High-ISO-Bild. Und bereits das ist ja eigentlich überhaupt nicht schlecht. Ich meine, es sind alle Details da, natürlich. Hört, mit einer hohen ISO wird der Dynamikumfang des Sensors schlechter und die Details fangen an wegzumatschen. Aber schaut mal dieses Bild an. Ich meine, wir reden über einen APS-C-Sensor. Im Jahr 2023 ist das schon richtig krass, finde ich, was da drin ist. Die Frage, die viel interessanter ist es denn umso viel krasser, als es die A6600 ohnehin schon gekonnt hat? Und da muss ich sagen, nee, da müssen wir ganz klar die Kirche im Dorf lassen. Es ist etwas besser. Es ist sogar, wenn wir hier die Milchstraßen- und Nachtfotos anschauen, dann ist die Körnung, wenn wir mal genau vergleichen, etwas höher sogar bei der neuen Kamera, obwohl sie den rückwärtig belichteten Sensor hat. Aber wenn es eben darum geht, wie viele Details sehen wir da noch, dann habt ihr wesentlich mehr Details, als das nur mit den 2 Millionen Pixel mehr auf dem Sensor zu erklären wäre. Also da muss ich wirklich sagen, wow, alle Daumen nach oben, finde ich wirklich krass, was sich hier von der A6600 zur A6700 getan hat. Das ist schon echt gute Arbeit. Also ihr seht ja hier in der Vergrößerung, was ihr für unglaubliche Details hier habt bei diesem Nachtfoto. Und vor allem seht ihr aber auch ganz interessant, ich habe beide Bilder immer identisch aufgenommen, ja, mit denselben Einstellungen, mit demselben Objektiv und mit demselben Weißabgleich und mit derselben Lightroom-Bearbeitung. Also wenn eine Bearbeitung drauf liegt, hier zum Beispiel habe ich unser Milchstraßen-Preset Nachtblaue Schönheit draufgelegt auf die Milchstraße. Ich meine, ich habe hier in Deutschland fotografiert, da habt ihr einfach keine nachtblaue Schönheit. Das ist halt nur so ein helles Band am Himmel, aber mehr auch nicht. Also da müsst ihr dann mal mit auf La Palma zum Astro-Workshop mitkommen oder mit nach Namibia. Da sieht das natürlich noch wesentlich krasser aus. Ja? Aber ich sag mal, hier in Deutschland, ja, Lichtverschmutzung, alles keine Frage. Aber ihr seht auch, der Sensor ist ganz anders von seinem Sensordesign. Also das Bild ist ein Tacken wärmer, es ist ein Tacken mehr Magenta drin. Und ich finde, er sieht nicht so ausgereizt aus. Also wenn ich das mit dem A6600er Sensor daneben vergleiche, dann finde ich die Bilder immer so ein bisschen aggressiv ausgereizt. Und beim A6700 habe ich mehr so das Gefühl, dass ich mit einer Vollformatkamera unterwegs bin. Es wirkt irgendwie, ich kann das gar nicht beschreiben, es wirkt nicht so verzerrt in den Lichtern auch. Und kann sich ja jeder selber jetzt seine Meinung dazu bilden. Aber Fakt ist, wenn wir hier uns mal anschauen, was in den Ecken, in diesem Eck passiert bei dem Bild, da habt ihr jetzt plötzlich, wenn wir extrem die Tiefen hochreißen und in der Gradiation nochmal extrem die Tiefen hochreißen, dann plötzlich kippt das Ganze. Dann habt ihr bei der A6700 sogar weniger Körnung drin und sowieso viel mehr Details. Unter dem Strich würde ich euch einfach empfehlen, geht bei der A6700 beim Entrauschen so ein bisschen höher als bei der A6600 und trotzdem seht ihr hier eingeblendet, habt ihr, trotzdem wir jetzt ein gleiches Rauschen haben, viel mehr Details. Also hat sich wirklich was getan und da bin ich sehr happy drüber. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert und wir merken schon, nicht riesig, aber leicht den rückwärtig belichteten Sensor, dass er eben noch mehr Licht auffängt. So ähnlich wie es damals bei der Sony A7R III war, wo wir einfach einen rückwärtig belichteten Sensor drin haben und Wahnsinn einfach. Ja, also auch Milchstraße bei 42 Megapixel war damit überhaupt kein Problem. Okay, bevor ich euch auch Nachteile sage, kommen wir zur Timelapse. Viele von euch haben mich gefragt, weil ich ja dieses Video Timelapse Masterclass habe, wo wir einen glatten Verlauf vom Tag zur Nacht und umgekehrt machen können. Und früher die Sony-Kameras hier einen Bug hatten, da ist die Kamera nachts nur bis ISO 500 draufgegangen und wir mussten das dann einfach so aufhellen im RAW. Ich habe es ausprobiert, Timelapse Ramping, das liegt natürlich auch an der neuen Software. Funktioniert wie bei allen anderen neuen Kameras ab der Sony A7S III mit dem neuen Menü einwandfrei. Die ISO wird nicht
verbuggt, geblockt ab irgendeinem Wert, sondern die Kamera macht ihren Job. Ich habe hier das Viltrox 13 mm f1.4 drauf gehabt, ja, und hier seht ihr, ich habe hier die Sonnenuntergangsszene mit einer f8, dann hier die Nachtszene mit einer 1.4 oder f2 halt. Ich habe ja hier 3 verschiedene Positionen gehabt, eingestellt und das hat wirklich sehr gut geklappt. So, jetzt kommen ein paar neutrale Punkte und ein paar Nachteile, die ich hier sehe. Ich denke, wir haben alles abgefrühstückt. Ich habe euch die Bildqualität gezeigt, ich habe euch den Dynamikumfang gezeigt, ich habe euch das Rauschen gezeigt, ich habe euch die AF-Treffsicherheit, die Motiverkennung und die Geschwindigkeit gezeigt. Viel mehr kann ich euch nicht zeigen. Wer jetzt noch irgendwelche offenen Fragen hat, der muss sich unbedingt die anderen Videos noch anschauen, wo ich ganz ausführlich die Kamera beschreibe, wo ich das Focus-Stacking zeige. Und demnächst kommt ja noch der große Einsteiger-Guide, wo ich jeden Menüpunkt nochmal durchgehe, den ich für wichtig halte. Okay, kommen wir zu ein paar neutralen Punkten. Welche Sachen finde ich jetzt weder gut noch schlecht? Da muss ich sagen, neutral sehe ich den Sucher. Denn der Sucher, da würden jetzt vielleicht einige aufschreien, weil sie sagen, der Sucher, das ist doch eindeutig ein Nachteil. Nein, das ist kein Nachteil. Das ist das Marketingkonzept von Sony. Sony will hier gar keinen großen Sucher verbauen. Die sind ja auch nicht auf der Brotsuppe dahergeschwommen, wie man so schön sagt. Ja, die sind ja auch nicht bescheuert. Die wollen genau diese Kamera in dieser Nische platzieren mit diesem Sucher. Ja. Das ist ja nicht so, wie wenn die zu doof wären oder so. Ja. Finde ich neutral, denn wenn wir einen besseren Sucher möchten, dann müssen wir halt auch einen großen Höcker in Kauf nehmen. Und dann bringe ich sie halt nicht mehr so schlank in die Tasche. Mich hat der Sucher nicht gestört. Ich kann damit ganz normal fotografieren. Das Bild im Sucher ist halt nicht ganz so schön scharf aufgelöst wie mit einem großen Blickfeld und einem 9 Millionen Bildpunkte, aber er ist auf jeden Fall für mich kein Nachteil. Nachteil wäre jetzt, wenn ich da irgendwie durchgucke und ich sehe was pixelig oder ich sehe was schlecht, ja, dann wäre das für mich ein Nachteil. Also sehe ich neutral, wenn wir einen besseren wollen, müssen wir halt zum Vollformatmodell greifen oder zum Beispiel zu den Kameras von Fuji. Dann ist die Kamera aber halt auch 2 cm oder 15 mm höher an der Stelle und das kann durchaus im Rucksack auch mal stören. Schön wäre auch gewesen, aber das lasse ich auch noch als neutralen Punkt gelten, wenn die Kamera das Display der A7R5 bekommen hat, das nicht nur schwenkbar ist, sondern zusätzlich auch, wenn ich das hier so mache, auch noch anklappbar. Das ist natürlich besonders cool, wenn man einfach nur in die Hocke geht und das mal schnell anklappen will und das stört halt seitlich nicht so sehr beim Fotografieren. Also wäre schön gewesen. Aber wir freuen uns natürlich, dass hier der bessere Monitor dran gekommen ist mit dem 3:2 Bildverhältnis. Und der ist jetzt wirklich, ich habe es euch ja im Vorstellungsvideo nebeneinander gehalten zur A6600, ein Quantensprung. Er ist viel schärfer und es ist ein Genuss damit zu arbeiten. Auch wenn ich zugeben muss, dass andere hier noch hochauflösendere Displays verbauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Sprung zur A6600, der ist wirklich riesig. Ja. So, als Nachteil empfinde ich so ein bisschen, oder es hätte besser sein können, dass sie zum Beispiel einen SD-Kartenplatz mehr spendieren. Wir haben hier halt nur eine SD an Bord. Also da muss ich sagen, ja, wäre schön gewesen. Dann hatte ich im Vorstellungsvideo schon angesprochen, ich habe kein Verständnis für diese Wackelösen. Wenn Sony schon die besseren Ösen an allen anderen Kameras verbaut, warum jetzt hier wieder die Wackelösen dran sind. Als weiterer Nachteil empfinde ich, dass das Focus-Stacking-Bild nicht direkt in der Kamera auch als JPEG-Vorschaubild schon abgespeichert wird. Also die Focus-Stacking-Bilder müssen wir alle im RAW mit einer Software zusammensetzen. Das würde ich als Profi oder für ein professionelles Bild sowieso immer machen. Aber trotzdem wäre es halt ganz cool, wenn man vielleicht auch schon ein fertiges als Vorschaubild hat. Oder für alle, die eben keine Software zu Hause haben oder sich leisten wollen, das nochmal separat zusammenbauen zu müssen, wäre es halt schön gewesen, es würde gleich ein fertiges JPEG zusammengebaut. Okay, wenn ich noch irgendwas vergessen habe, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich nehme diese Kamera jetzt zu unserer Workshop-Reise mit nach Namibia und werde nur mit dieser Kamera fotografieren, und zwar Tag und Nacht, Tiere und alles Mögliche, was wir da antreffen, und natürlich auch viel Landschaft und Lost Place. Und ja, mir hat es gefallen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und ich euch die Kamera noch mal im Detail testen durfte. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.